In diesem Tutorial schauen wir uns die Kursverwaltung der Glia Cloud näher an. Um die Kursverwaltung nutzen zu können, benötigst du einen Professional- oder Enterprise-Plan für die Einfach-Retten-App. Du kannst jederzeit unter Pläne ein Abo abschließen. Nachdem du dich unter admin.glia.cloud angemeldet hast, navigiere zu Kurse in dem Institutionsmenü. Du kannst neue Kurse anlegen oder die bestehenden bearbeiten. Ein Kurs ist eine zwingende Voraussetzung, damit deine Nutzer Fälle bearbeiten können. Über Kurse kannst du steuern, welche Fälle für welche Nutzer in welchem Zeitraum zur Verfügung stehen. Legen wir nun einen neuen Kurs an. Wir wählen einen verständlichen Titel und definieren ein Start- sowie ein Enddatum. Der Kurs wird in der App nur zwischen diesen beiden Daten angezeigt. Nun kannst du entweder manuell Studenten dem Kurs hinzufügen oder diesen zum selbstständigen Beitreten freigeben. So kannst du beispielsweise verschiedene Vertiefungskurse für alle Nutzer deiner Institution anbieten oder geschlossene Klassen bilden, die nur für eine begrenzte Personengruppe zugänglich sind. Nun musst du deinem Kurs Fälle hinzufügen, die dort zur Verfügung stehen. Mit deiner Professional- oder Enterprise-Lizenz stehen dir sämtliche Glia-Fälle zur Auswahl bereit. Darüber hinaus kannst du natürlich deine selbst erstellten Fälle auswählen. Die Auswahl kannst du jederzeit ändern und so deine Kursinhalte beispielsweise an deinen Lehrplan anpassen. Über das Lupensymbol kannst du dir eine Übersicht deines Kurses anzeigen lassen. Du siehst auf einen Blick die Laufzeit des Kurses, die registrierten Studenten sowie die ausgewählten Fälle. Bei den Fällen des Kurses findest du ein kleines Smartphone-Symbol. Darüber kannst du dir einen QR-Code generieren, der direkt den ausgewählten Fall in der App startet. Vorausgesetzt, der angemeldete Nutzer ist Teilnehmer im Kurs. Du kannst den zugehörigen Link auch kopieren und beispielsweise in Lernsoftware wie Moodle übertragen. Wenn deine Studenten im Anschluss an ein E-Learning-Kapitel einen passenden Fall bearbeiten sollen, ist er hiermit nur einen Klick entfernt. Auch für jeden Kurs gibt es einen Registrierungscode, den du optional nutzen kannst. Diesen Kurs kannst du an deine Studenten weitergeben und sie können ihn in der Einfach-Retten-App unter Lerngruppen eingeben. Dadurch werden sie direkt in deinem Kurs registriert und müssen nicht erst manuell durch dich hinzugefügt werden. Dieses Vorgehen ist besonders für geschlossene Kurse ohne Selbstregistrierung interessant. Über den Fortschritt-Button kannst du dir die einzelnen Durchläufe deiner Studenten in den Fallbeispielen ansehen. Wird ein Fallbeispiel mehrfach absolviert, tauchen auch mehrere Durchläufe in der Liste auf. Du kannst die Liste nach Spalten sortieren und filtern, um beispielsweise den Fortschritt eines Falls oder eines Studenten zu sehen. Außerdem kannst du die ganze Tabelle exportieren und in einem anderen Programm weiterbearbeiten. Über das Lupensymbol kannst du dir die Details eines einzelnen Durchlaufs ansehen. Dir wird der komplette zeitliche Ablauf der Fallbearbeitung dargestellt, sowie die Aufschlüsselung der Punktewertung. Falls deine Studenten Feedback zum Fall hinterlassen haben, kannst du den Text hier einsehen. Über den Button Ergebnisse kannst du dir die zusammenfassenden Ergebnisse deiner Studenten anschauen. In dieser Liste wird für jeden Studenten dargestellt, wie viele Fälle sie oder er erfolgreich abgeschlossen haben. Dabei werden Fälle als erfolgreich gewertet, wenn sie mindestens einmal mit mindestens 3 Sternen absolviert wurden. Durch diese Tabelle kannst du dir also schnell einen Überblick verschaffen, wenn du Fälle für eine Prüfungsleistung oder als Hausaufgabe vergeben hast. Im nächsten Tutorial zeigen wir dir,
wie du deine Fallbeispiele verwaltest und neue Fälle anlegst.